Anfangs sehnten sich alle, die vor der religiösen Verfolgung in Europa flohen, nach Amerika als Nation. Doch als sie in der neuen Welt ankamen, gerieten viele Menschen in eine religiöse Lethargie, als der Druck und die Möglichkeiten der neuen Welt ihr Leben vereinnahmten. Im 18. und 19. Jahrhundert fanden zwei Erweckungen statt, die auch als das große Erwachen bekannt sind. Eine wichtige Person in der ersten Erweckung war George Whitefield. Er besuchte die Oxford-Universität und war gemeinsam mit John und Charles Wesley Mitglied des Holy Club. Der Holy Club wollte zu einer praktischen und geistlichen Erweckung in ihrem Leben und der Gesellschaft führen. Nach seinem Abschluss ließ er sich nicht in einer Kirche nieder, sondern wurde ein beliebter Wanderprediger und reiste in seinem gesamten Leben 8-mal nach Amerika. Dort starb er auch und wurde hier in dieser Kirche in Newburyport, Massachusetts, begraben. Es ist wahrscheinlich, dass in den 1740er Jahren, abgesehen vom König von England, George Whitefield der bekannteste Engländer in Amerika war. Seine mitreißenden Predigten begeisterten ein großes Publikum entlang der gesamten Ostküste und führten zu einer Erweckung unter allen Konfessionen, insbesondere aber bei den Baptisten. Er war der erste Prediger, der im Süden zu den Sklaven predigte, und während dieser großen Erweckung geschah es das erste Mal, dass Afroamerikaner das Christentum in großer Zahl annahmen. Diese erste große Erweckung führte zu vermehrten Kirchengründungen sowie zu mehr Respekt und Zusammenarbeit zwischen allen Konfessionen. Einige sagen, dass diese Zeit Auswirkungen auf die Veränderungen hatte, die Amerika bald erleben sollte. Einige Forscher argumentieren, dass die evangelische Bewegung der 1740er Jahre eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des demokratischen Denkens und der Pressefreiheit spielte und dass Informationen unvoreingenommen und unkontrolliert geteilt werden sollten. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg und die Unabhängigkeitserklärung folgten ein paar Jahrzehnte später. Die zweite große Erweckungsbewegung begann um das Jahr 1800 und dauerte bis in die 1830er Jahre. Ein Name, der mit dieser Erweckung in Amerika verbunden ist, ist Charles Finney. Er führte sogenannte Camp-Meetings in Städten ein und etablierte ein Erweckungsschema, das von vielen anderen Kirchen kopiert wurde. Dies beinhaltete das öffentliche und namentliche Gebet für Menschen. Es erlaubte Frauen, Zeugnis zu geben und öffentlich vor einem gemischten Publikum zu beten. Ganz vorn in der Kirche wurde eine sogenannte Angstbank eingerichtet. Es gab einen eigenen Raum, in dem man sich treffen und mit anderen beten konnte. Diese Treffen dauerten mehrere Wochen lang. Diese Erweckung fand in kleinen Kapellen entlang der Ostküste und in großen Städten statt. Besonders stark war sie in den nordöstlichen Staaten Amerikas und markierte eine deutlichere Verlagerung von der gebildeten Elite hin zu den weniger gebildeten und Reichen. Ein Nebenprodukt dieser Erweckungsbewegung waren die anderen Reformbewegungen, wie etwa die Abstinenzbewegung, die Abschaffung der Sklaverei und die Rechte der Frauen. Alte Strukturen wurden durchbrochen und das Evangelium verbreitete sich. Gott benutzte den ordinierten Klerus und die Laien gleichermaßen, um die Botschaft zu teilen und Erweckung zu bringen. Dies ebnete den Weg dafür, dass die Menschen die Botschaft akzeptierten, die in den kommenden Jahren von bescheidenen und oft ungelernten Männern und Frauen weitergegeben wurde. Gott hat sich noch nie akademisch, strukturell oder nach sozialer Klasse einschränken lassen. Er hat schon immer und wird auch weiterhin demütige Diener dafür verwenden, seine Botschaft zu predigen. Bevor Jesus wiederkommt, wird diese Welt eine weitere Erweckung erleben, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Und Gott sucht Menschen, Männer und Frauen, jung und alt, die bereit dafür sind, von ihm benutzt zu werden.